zurück. Heute werden wir in Düsseldorf wieder ein Street Photography Shooting machen. Wir werden ein bisschen durch die Straßen und dann später noch an den Rhein gehen. Heute dabei ist die Victoria. Hallo. Genau. Die Carla kennt ihr schon, die hilft sozusagen beim Filmen ein bisschen und ja, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Ich finde es super, dass die Mädels überhaupt dabei sind. Wir müssen dazu sagen, wir haben heute über 32 Grad. Es ist sehr heiß, ich beneide die nicht. Ich bin froh, dass ich kein Make-up tragen muss. Und genau, dann sage ich mal viel Spaß und ja, bis später. So, dann sind wir raus und die Sonne stand relativ tief, weil es spät war, hatte aber sehr viel Power. Es war keine Wolke am Himmel, es war strahlender Sonnenschein. Deswegen habe ich einen Ort gesucht. Ihr seht hier diese Straße, da stehen wir jetzt, dass die Sonne quasi von hinten kommt. Ihr seht gleich in dem Video, das ich einblende, da kam die Sonne teilweise seitlich und ihr seht, dass es super unvorteilhaft ist, weil es sehr harsch ist. Und deswegen habe ich es ein bisschen gedreht, dass das Licht von hinten kommt und dann seht ihr hier im Video, es sieht komplett anders aus. Einfach nur das Modell ein bisschen gedreht und schon fällt das Licht ganz, ganz anders. Und ja, ihr könnt tolle Bilder machen. Wenn ihr, so wie ich jetzt gleich, mal in die Hocke geht, dann könnt ihr auch sozusagen einen anderen Winkel nehmen und dann könnt ihr die fahrenden Autos einfach ausblenden. Ne? Das könnt ihr auch bedenken, wenn ihr seht, da ist irgendwas im Hintergrund, was euch stört. Geht runter, geht hoch, versucht es einfach anders zu stellen, so wie ihr jetzt hier bei mir seht. Da ich einen bisschen schöneren Hintergrund wollte, sind wir jetzt quasi die Straße rechts ein und haben hier das Karree genutzt mit der gleichen Lichtsituation. Ne? Wir sind mal links in die Straße rein und ich habe geschaut, dass ich Victoria so positioniere, dass sie mit dem Gesicht im Schatten liegt, dass aber die Sonne, wie ihr hier sehen könnt, sozusagen auf den Bildern von hinten sozusagen ein Haarlicht bildet und einen schönen Schein gibt und sie vom Hintergrund quasi separiert. Und auf geht's zur nächsten Location. Ich dachte mir, nehmen wir doch mal ein bisschen Grün als Hintergrund und wollte ursprünglich eigentlich sozusagen den Handlauf mitnehmen und als Flucht bilden. Das Problem ist aber, dass dann das Licht von der Seite kam und das war dann viel zu stark. Wieder das gleiche Problem wie vorhin in dem Video. Sehr starke Schattenwürfe, die nicht sehr vorteilhaft sind. Ich habe sie dann, wie ihr seht, hier hin und her gedreht, habe geguckt, wie mache ich es denn, dass es besser aussieht und habe sie dann so positioniert, dass das Licht wirklich von hinten kam, habe auch ein schönes Bild hinbekommen, aber es war nicht meine Lieblingslocation, deswegen sind wir weitergewandert zur anderen Location. Das eine Bild, was ihr hier seht, ist aber gut geworden. Das Einzige, was mich stört, ist, dass durch die Blätter so einen grünen Farbschimmer haben, was man im Schwarz-Weiß aber nicht so sieht. Hinter den Bäumen befand sich dieser kleine Park und der hat mir sehr gut gefallen, weil wir da direkt das Gegenlicht hatten. Das Gegenlicht gibt diesen schönen Heiligenschein um Victoria herum. Es gibt aber ein paar Probleme, dass wenn die Sonne direkt in die Linse reinstrahlt, es sehr ausgewaschen ist. Ich zeige euch gleich mal ein unbearbeitetes Bild. Dabei habe ich schon auf einige Sachen geachtet, auf die ihr auch achten könnt, wenn ihr in so einer Situation seid. Das erste ist, verwendet eine Gegenlichtblende. Die minimiert das Streulicht sozusagen und ja, die sind etwas kontrastreicher. Die zweite Möglichkeit ist, positioniert die Sonne nicht direkt hinter dem Modell, sondern positioniert euch so, dass ihr leicht seitlich seid. Dann ist das auch nicht so extrem. Ansonsten hatte ich auch das Problem, dass wie ihr unten sehen könnt, ist ja diese extrem helle Reflexion von der Sonne im See. Die Augen gehen ganz natürlich zu der hellsten Stelle im Bild und das ist dann nicht Victoria gewesen. Hier seht ihr auch nochmal sozusagen den Bereich aus einer anderen Perspektive gesehen und ja, ich habe sie dann hin und her bewegt und wie immer habe ich euch die Bilder eingeblendet. Ich hoffe, die gefallen euch. Eigentlich wollten wir als nächstes zum Paradiesstrand in Düsseldorf. Das ist eine super schöne Location, aber leider war die Brücke, die dorthin führt, gesperrt, sodass wir eine Alternative gesucht haben. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir die auch gefunden. Das sind die Geri-Bauten in Düsseldorf. Wunderschöne 3 Gebäude von dem bekannten Geri halt gebaut. Deswegen heißen die auch sowas irgendwie selbstverständlich ist. Ja. Wie ihr sehen könnt, sehe ich gerade aus, als würde ich ein Kind gebären. Ja, weil ich wieder ungewöhnliche Winkel nutzen wollte, um Victoria zu fotografieren. Ich wollte, dass sie stolz aussieht, dass sie selbstbewusst rüberkommt. Deswegen habe ich eher von unten fotografiert und mal zwischendurch aber auch gewechselt, um auf Augenhöhe zu
zu fotografieren, wie ihr hier sehen könnt. Ja, ansonsten, ich habe es, glaube ich, schon wieder sozusagen gesagt, ne? Oh, wenn ihr jedes Mal einen trinkt, wenn ich sozusagen in diesem Video gesagt habe, dann seid ihr jetzt besoffen. Genau. Ja, das war auch die letzte Location. Da überall Schatten war, muss man hier auf nichts achten. Das ist eigentlich wunderschönes, gleichmäßiges Licht. So, wir sind jetzt fertig. Wir mussten ein bisschen umdisponieren, weil leider der Ort, wo wir wollten, war gesperrt. Und deswegen haben wir stattdessen die wunderschönen Geribauten in Düsseldorf benutzt. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Und es war das erste, bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr Vicky gesehen habt. Und Carla sowieso. Die gehört ja zum festen Cast. Und deswegen sage ich mal viel Spaß noch und vergesst nicht, liken und so weiter. Ja, ciao!